Im Strongman-Sport ist ja bekanntermaßen alles irgendwie möglich. Aber trotzdem gibt es hin und wieder so Situationen, wo man mit annähernd 100%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass ein bestimmter Athlet einen Wettkampf gewinnt. Und beim Britain's Strongest Man 2024, dem ersten Giants Live-Wettkampf des Jahres, da präsentiert sich uns genau ein solches Szenario. Denn nachdem Tom Stoltman den Britain's Strongest Man 2023 ausgelassen hat, ist er dieses Jahr wieder dabei und der zweifache Champion will einen weiteren Titel zu seiner Sammlung hinzufügen. Aber es ist auch gar nicht meine Intention, hier schon zu weit vorauszugreifen. Schauen wir uns zuerst einmal das Line-Up an. Zuallererst haben wir Adam Bishop, der aktuelle Britain's Strongest Man. Weiter geht's mit Luke Stoltman, Europe's Strongest Man 2021. Kane Francis, zweitstärkster Mann Englands 2023. Mark Felix, ungefähr 4000 Jahre alt. Paddy Haynes, drittstärkster Mann Englands 2023. Pa O'Dwyer, der war 2022 Zweitplatzierter beim Britain's Strongest Man. Gavin Bilton, 2023 war er Zweiter beim Britain's Strongest Man. Sean Gillen, der aktuelle stärkste Mann Irlands. Paul Smith, Vierter beim England Strongest Man. Conor Curran, der aktuelle stärkste Mann Schottlands. Shane Flowers, Drittplatzierter beim Giants Live World Open. Und zu guter Letzt noch der Mann, der keinerlei Vorstellung bedarf, Tom Stoltman, zweifacher World Strongest Man. Also 12 Athleten gehen insgesamt an den Start und obwohl wir von den ursprünglichen 14 leider Graham Hicks und Luke Richardson verloren haben, ist das doch eines der stärksten Lineups, die wir beim Britain's Strongest Man je gesehen haben. Und auch die Disziplinen, die sind wirklich sehr interessant im Falle dieses Wettkampfs. Das sind ein paar ganz neue dabei und ein paar Disziplinen, die man ansonsten bei Giants Live Wettkämpfen nur relativ selten sieht. Fangen wir mit einer Disziplin an, die in dieser Konfiguration vermutlich noch nie vorgekommen ist. Und zwar ist das der Deadlift. Und zwar stehen hier zwei Langhanteln zur Verfügung. Zum einen eine mit 350 Kilogramm und eine mit 400 Kilogramm. Und natürlich schlägt eine Wiederholung mit 400 alle Wiederholungen mit 350 Kilogramm. Aber es gibt da noch einen kleinen Twist. Und zwar kann man, wenn man keine Kraft mehr hat für die 400 Kilo, sich dann noch zu den 350 begeben und da innerhalb des Zeitlimits noch so viele Wiederholungen wie möglich absolvieren. Das ist einerseits natürlich etwas ungewohnt. Andererseits finde ich es im Kontext dieses speziellen Wettkampfs aber doch relativ sinnig, denn ansonsten können wir sehr viele Leute sehen, die geteilte Plätze belegen mit einer Wiederholung bei 400 Kilogramm oder 2 Wiederholungen, sowas in der Art. Und wie gesagt, die 350 Kilogramm, die ist jetzt in dem Fall da, um diese geteilten Platzierungen etwas aufzubrechen. Wobei man aber auch sagen muss, wenn man mit 400 Kilo an seine Grenzen gegangen ist, dann wird man mit 350 Kilogramm danach auch nicht mehr sehr viele Wiederholungen schaffen. Ich denke noch eine oder vielleicht 2. Aber ich habe schon Leute gesehen, die meinen danach, dann macht er nur noch 5, 6 Wiederholungen. Ja, das halte ich für ausgesprochen abwegig. Und natürlich präsentiere ich euch wie immer oder wie fast immer meine Top 3 für jede einzelne Disziplin. Und beim Deadlift, da gibt es zwei ganz klare Favoriten. Das sind Adam Bishop und Tom Stoltman. Die sind beide relativ gleich auf, was ihre Fähigkeiten beim Kreuzheben angeht. Ich denke, beide haben 4 Wiederholungen in sich, vielleicht sogar 5. Wobei ich sagen würde, wenn ich Tom wäre, dann würde ich Adam die Disziplin gewinnen lassen strategisch und nur genug machen, um den zweiten Platz zu belegen. Denn die anderen Disziplinen sind weitaus besser für Tom als für Adam. Einen Athleten für den dritten Platz zu finden, ist hier relativ schwer. Man könnte mit Sicherheit jemanden wie Gav Bilton oder Shane Flowers an dieser Stelle anführen. Aber ich kann euch eines sagen, Paddy Haynes, der hat mich beim England Strongest Man sehr stark beeindruckt beim Axel Deadlift. Da hat er sogar Luke Richardson geschlagen, der einer der besten Deadlifter in ganz Großbritannien ist. Deswegen setze ich Paddy hier auf den dritten Platz. Weiter geht's mit Disziplin Nummer 2, das ist die Axel Press und das ist eine Disziplin, auf die ich mich sehr, sehr freue. Wir hätten sie ja letztes Jahr quasi schon bekommen sollen beim Rogue Invitational. Das hier beim Britain's Strongest Man ist etwas leichter mit 160 Kilogramm, aber trotzdem immerhin noch schwerer als die Axel beim Britain's Strongest Man 2022, wo wir diese Disziplin bei einem Giants Live Wettkampf das letzte Mal gesehen haben. Hier führt für mich kein Weg an Tom Stoltman vorbei. Was der abgeliefert hat am Ende der Saison in Sachen Überkopfkraft, das war schon fast unmenschlich. Ich denke, er ist mittlerweile der beste Überkopfdrücker in ganz Großbritannien. Und gerade Axel, das liegt ihm richtig gut. Vor allem sein Umsatz, und das ist die große Schwierigkeit bei der Achse, ist nicht die eigentliche Drückbewegung, sondern die Achse erstmal in die Rack-Position zu bekommen. Und da ist Tom wirklich sehr, sehr effizient.
Und zusätzlich ist es ja auch noch so, dass wir die Axel, die Apollons Wheels sehen werden beim Arnold Strongman Classic, wo Tom natürlich auch antritt. Und da ist die Achse allerdings über 180 Kilo schwer. Dementsprechend wird sich diese 160 Kilo Achse, die wird sich für Tom relativ leicht anfühlen. Und wenn der Deadlift nach Plan verläuft, wird er hier auch als einer der Letzten in dieser Disziplin antreten können. Dementsprechend sieht er, was die anderen Leute gemacht haben und muss dann nur so und so viele Wiederholungen absolvieren, um den Disziplinsieg zu erlangen. Ich persönlich gehe von 4 Wiederholungen aus für den Sieg. Im Notfall macht Tom bestimmt auch 5, aber alles andere halte ich für relativ unwahrscheinlich, gerade in Anbetracht des kurzen Zeitlimits von, ich gehe mal 75 Sekunden aus. Und danach denke ich, dass noch ein paar Leute 3 Wiederholungen schaffen können. Da sehe ich Luke Stoltman, der ist zwar in Sachen Überkopfkraft ein bisschen über den Berg, aber natürlich immer noch sehr stark. Sean Gillen ist stark über Kopf, der hat den irischen Logrekord mit knapp über 200 Kilo. Und Pau Dwyer ist auch relativ stark mit der Achse, ist wahrscheinlich seine beste Überkopfdisziplin. Ich denke, die Leute könnten so um die 3 Wiederholungen schaffen, vielleicht nur 2. Das sollte aber reichen, um sich gut platzieren zu können, punktemäßig. Weiter geht's mit dem Back over Bar, also mit dem Sandsack-Hochwurf. Und hier wird es, denke ich, auf ein relativ spannendes Duell rauslaufen zwischen Tom und Shane. Denn als Tom seinen letzten BSM-Titel gewonnen hat, 2022, da hat Shane Flowers tatsächlich den Sandsack-Hochwurf gewonnen mit einer Zeit, die Toms Zeit knapp geschlagen hat. Wobei man aber auch sagen muss, dass Tom, wenn er muss, auch deutlich schneller sein kann. Das hat man ja zum Beispiel beim Shaw Classic gesehen, wo er diese Disziplin gewonnen hatte gegen solche Leute wie Maxim oder Gav oder Brian Shaw. Also Tom ist für mich der beste Hochwerfer auf der ganzen Welt aktuell. Und für den 3. Platz würde ich an dieser Stelle Gavin Bilton nehmen. Der ist zwar nicht ganz so schnell wie Tom und Shane, aber der ist halt immer konstant oben dabei bei einem Sandsack-Hochwurf. Disziplin Nummer 4 ist auch wieder ein neues Event, wenn man denn so will. Das ist quasi eine Kombination aus Loading Race und Arm over Arm Pull. Da muss ein Amboss getragen werden über eine Strecke, ich gehe mal von 20 Metern aus, dann vermutlich in so eine Art Korb geladen werden und dann per Arm over Arm vertikal nach oben gezogen werden. Das erinnert natürlich etwas an das Setup vom Shaw Classic und auch wie beim Wettkampf von Brian Shaw rastet der Mechanismus ein. Das heißt, wenn man das Seil gehen lässt, fällt der Amboss nicht mehr nach unten, also der bleibt dann eingerastet in seiner Position. Und weil das hier alles quasi neues Territorium ist, ist es relativ schwierig zu sagen, wer hier sich gut platzieren wird, aber ich meine, Tom Stoltman ist eine sichere Bank. Einer der besten, was Loading Races angeht, und wie man zum Beispiel beim Rogue Invitational gesehen hat, ist sein Arm over Arm mittlerweile auch richtig gut. Ansonsten würde ich sagen, Adam Bishop, der ist sehr schnell, Gavin Bilton, der sollte hier gut sein, solche Leute für die Top 3. Und dann haben wir natürlich noch als 5. Disziplin die Atlas Stones, auch bekannt als die Wer wird Zweiter hinter Tom Stoltman Disziplin. Und ja nun, wer wird denn Zweiter hinter Tom Stoltman? Ich persönlich gehe davon aus, dass es hier auf ein Duell zwischen Shane und Gavin rauslaufen wird. Die haben wirklich hinlänglich unter Beweis gestellt, dass sie zu den besten Stoneliftern in ganz Großbritannien gehören. Dann kommen wir auch schon zur Gesamtwertung und wenn ihr dieses Video einigermaßen aufmerksam verfolgt habt, dann wird euch der Name Tom Stoltman natürlich nicht entgangen sein. Ich könnte mir hier tatsächlich ein Szenario ausmalen, in dem Tom schon vor der letzten Disziplin den Wettkampf gewonnen hat. Wobei ich natürlich davon ausgehen werde, dass Tom schon allein aus Gründen des persönlichen Stolzes trotzdem die Atlas Stones versuchen wird zu gewinnen. Also das hier, das ist wirklich wie bei Matthew Ragg bei den Beasts of Burden letzte Woche. Das ist kein Fall von wird Tom gewinnen, sondern es ist ein Fall von mit wie viel Abstand wird Tom gewinnen. Also immer vorausgesetzt, dass er sich keine Verletzung einfängt. Aber die Positionen danach, die sind für mich deutlich schwerer vorherzusagen. Ich denke mal, Adam Bishop ist natürlich nicht ohne Grund der amtierende Britain's Strongest Man. Nicht alle Disziplinen hier liegen ihm super gut. Aber ich denke, er wird konstant relativ im oberen Drittel oder knapp oberhalb der Mitte mitschwimmen immer. Und ich denke, das wird in diesem Fall genug sein, um den 2. Platz zu ergattern. Ich denke auch, dass wir ein sehr spannendes Duell zwischen Shane und Gavin sehen werden. Ich habe tatsächlich komplette Prognosen gemacht hier auf meiner kleinen Tabelle. Und bei diesen Prognosen kam heraus, dass Shane und Gavin punktgleich sein werden. Und in diesem Fall gewinnt derjenige, der eine schnellere Zeit bei den Atlas Stones aufweist. Und ich denke, das wird Shane sein. Dementsprechend setze ich Shane auf den 3. und Gavin auf den 4. Platz. Und ich wähle Luke Stoltman, um die Top 5 abzurunden. Natürlich ist Luke Stoltman ein bisschen auf dem absteigenden Ast, was seine Performances angeht. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das hier super tolle Disziplinen für ihn sind.
Also es besteht die reelle Gefahr, dass er keine Wiederholung bei dem 400 Kilo Deadlift schafft. Und außerdem denke ich auch, dass er statt der Axel lieber sowas wie einen Log oder eine Dumbbell haben würde. Aber trotzdem ist Luke natürlich immer noch ein Weltklasse-Strongman und ich denke, das wird reichen, um es hier in die Top 5 zu schaffen. Wie immer bei den Giants Live-Wettkämpfen werden die auf officialstrongman.com übertragen. Das kann man sich dann anschauen, den Livestream mit einem Abonnement. Das kostet, glaube ich, 9 Euro pro Monat. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Monate laufen, seit sie PayPal eingeführt haben. Tolle Sache, man kann sich auch das ganze Wettkampfarchiv dann anschauen. Auf jeden Fall schaut mal vorbei auf Official Strongman und wie immer viel Spaß beim Zuschauen und Trainieren.